Ja, es war eine sehr, sehr aufregende Zeit. Wo da beginnen? Also es gab den Buschfunk, dass Ende September, Anfang Oktober, dass irgendwo in Meißen, und dann wurde es lokalisiert, in der Lutherkirche, sich irgendwelche Leute treffen und Vorbild die Demos in Leipzig, wir können doch auch sowas in Meißen machen. Da sind wir in die Lutherkirche, meine Frau und ich, wir sind in die Lutherkirche gefahren, erstmal davor irgendwo geparkt und geguckt. Wer ist hier, wer beobachtet uns? Natürlich waren die bekannten Gesichter, die waren da, die man von der Staatssicherheit her kannte. Und dann haben wir uns ein Herz gefasst, sind reingegangen, es wurden immer mehr. Und irgendeiner hat dann mal gesagt, also was die in Leipzig, was die in Berlin können, das können wir auch. Wir treffen uns dann und dann. Das war bei uns, wir waren es am Dienstag, jeden Dienstag, treffen uns vor der Staatssicherheit oder vor dem SED-Gebäude da. Und das war dann der Buschfunk, das rieselte so durch die Stadt. Und dann waren plötzlich, sage ich mal, 100 verängstigte Leute standen da. Und dann gab es eben auch ganz mutige, die auch das Wort ergriffen hatten. Was den Betrieb anging, es war erstmal doch im Hintergrund, im Dunklen, man hat miteinander getuschelt, man wusste ja nicht, wer ist jetzt dein Gegenüber, so ganz genau. Man kannte zwar die Pappenheimer, zu denen man wirklich gar nichts sagen sollte, aber selbst bei Freunden wusste man nicht so ganz genau, kannst du mit dem offen reden, kannst du mit dem nicht offen reden. Aber es gab mutige Leute, ich gehörte nicht so dazu, zu den ganz Mutigen. Ich war dann mehr oder weniger doch einer, der sich in der zweiten Reihe mit angeschlossen hat, nicht in der dritten, aber in der zweiten Reihe mit angeschlossen hat. Es wurden spontan Maschinen angehalten, es wurden spontan Reden gehalten, aber nicht nur irgendwelches Gewäsch, sondern von Ingenieuren, von Diplom-Ingenieuren, die Ahnung hatten, die reden konnten und wo auch politischer Hintergrund da war. Es begann in besagten Büro des Parteisekretärs, der hat den Briefkasten draußen dran, der hatte von Tag zu Tag häufiger zu tun, seinen Briefkasten zu leeren. Es waren alles Parteiausweise, die von Leuten kamen, die gesagt haben, symbolisch Schluss, aus, ich mache ja nicht mehr mit. Es gab Betriebsversammlungen, zu denen die Gewerkschaft und die Partei erst eingeladen worden war, nachdem die dummes Geschwätz hatten von Kommunismus mit Paprika, Kommunismus mit, was weiß ich, anderer Schärfe und wir machen unseren Kommunismus. Dann wurde gesagt, euch wollen wir hier nicht mehr haben. Die haben das dann auch akzeptiert, sind nicht mehr gekommen. Und dann gab es im Betrieb, sagen wir mal, 10 Mann, die gesagt haben, was können wir denn jetzt hier machen? Dann wurde beschlossen, die Parteileitung, er hat nicht mehr sein Büro zu betreten. Er wurde nicht mehr in Betrieb gelassen, da standen Leute davor und haben den ganz einfach nicht mehr reingelassen. Gewerkschaftsmensch und FDJ-Mensch genauso. Ja, und wie gesagt, es war nicht gerade produktiv, die Maschinen anhalten zu lassen. Das war natürlich nicht so gut für die Fertigung, weil in der Kabelei, wenn einmal eine Maschine hält, dann ist für viele Stunden Ausfall. Ja, und dann gab es eben solche Sachen, die wir heute mit Schmunzeln betrachten. In vielen Büros hing ja das Bild zum Beispiel von Erich Honecker, von Brezhnev oder was weiß ich von wem. Und da gab es bei uns im Betrieb ein Materiallager, wo auch das Bild hing. Und dieses Bild hing aber dann plötzlich nicht mehr an der Wand, sondern wo jeder, der früh zur Arbeit kam und der abends nach Hause ging, vorbeigehen musste. Da war das Bild ein bisschen verändert worden. Da hatte man dem Erich Honecker aufgemalt oder mit Papier überklebt eine Sträflingskleidung und ein Sträflingskäppi und mit irgendeinem sinnigen Spruch, den ich heute nicht mehr weiß. So, man dachte natürlich, oh jetzt brennt die Luft. Die Luft brannte nicht, es wurde nichts unternommen, das Bild blieb hängen, das blieb Tag und Nacht hängen. Es sind Sachen gewesen, die an sich schade waren. Es stand immer auf dem Hof ein großer LKW für Müll, für Abfall. Dort landeten die ganzen SED-Banner, die ganzen Mappen der sozialistischen Arbeit und was es alles gab. Das landete samt und sonders auf dem Abfallwagen, der dann auf die Halde gefahren wurde. Ich habe mir dann irgendwann mal so einen SED-Banner, ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, das sind Sachen, die haben irgendwelchen Wert dann später noch. Habe mir so eine Fahne da geholt mit Ehrenbanner, habe mir dann Mappen geholt mit
SED-Zeichen oben drauf oder die kleinen Abziehbilder mit SED-Emblem drauf. Die ruhen bei mir zu Hause und ja, das sind an sich grausliche Erinnerungsstücke, aber das gehört einfach zur Geschichte dazu und das schmeißt man eigentlich nicht weg. Ich habe dann zu Hause mal, wir hatten nach der Wende Besuch, ich glaube die Holländer waren das, und da haben wir im Haus, also im Hof gegrillt und dann hatte ich einen Schalk im Genick. In unserem Haus wohnen 2 straffe Genossen und dachte ich, Mensch, du hast doch dieses Ehrenbanner der SED noch, und habe dieses Ehrenbanner der SED neben den Grill gestellt und das wedelte dann so schön im Wind. Das hat man schon gewusst, wie ich es gemeint habe.